Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar wird es heute um meine Gastfamilie gehen und oh mein Gott, ich habe heute meine Gastfamilie bekommen. Also heute ist der 8. Februar und erstmals werde ich euch erzählen, wie ich sie bekommen habe und dann ein paar Informationen dazu. Ich habe auch hier die E-Mail geöffnet. So. Also, ich bin so in der Schule. Also am Morgen hatte ich so ein komisches Gefühl. Aber ich dachte einfach nur, weil es ist Freitag und Freitag haben wir Service und das mag ich nicht so gerne. Also da habe ich öfters ein komisches Gefühl. Ja, und dann, also ich war richtig unmotiviert. Und dann waren wir halt so in der Pause und ich habe halt meine E-Mails gecheckt, so wie jeden Tag. Und dann habe ich halt gesehen, nein, keine neue E-Mail, also noch immer keine Gastfamilie. Und ich dachte mir schon so, oh mein Gott. Also ich weiß, es ist noch sehr früh, aber das Gefühl, dass du nicht weißt, wo du hinkommst und mit wem und das stresst dich einfach. Also mich zumindest. Und dann bin ich zu meinen Freunden gegangen, also die sind in der Parallelklasse. Und da haben wir halt die Pause verbracht und ich habe nicht mehr aufs Handy geschaut. Und dann gehe ich so wieder hinunter in das Restaurant, wo wir Service hatten. Und während dem Gehen schaue ich nochmal so, ja, hat mir noch jemand auf WhatsApp geschrieben oder habe ich das Handy lautlos? Und dann sehe ich da so eine E-Mail von AIFS und zuerst dachte ich so, das ist der Newsletter vom Februar oder irgendwelche Werbung. Dann gehe ich halt so, ich ziehe das von oben so runter zu den Informationen und da steht da so fett, deine Gastfamilie. Und dann habe ich noch, weil man sieht immer die ersten paar Zeilen und dann steht da so fett Indiana. Und ich war so, oh mein Gott. Und also ich habe halt versucht, die Staaten ein bisschen zu lernen, damit ich, wenn ich weiß, wo ich hinkomme, damit ich auch so eine Ahnung habe. Aber ich hatte ein komplettes Blackout, also ich habe nichts mehr gewusst. Ich bin in das Restaurant hineingerannt zu meinen Schulkameraden. Dann habe ich geheult und alle waren so, ja, was ist los, was ist los? Und ich so, ich habe eine Gastfamilie. Und ja, ihr merkt schon, ich bin immer noch... Und ich habe so gezittert. Ich habe mein Handy, ich habe so runtergescrollt zu schauen, wer meine Geschwister sind. Und ich war so, Und dann ist halt meine Lehrerin gekommen und ich war immer noch so am Weinen am Handy. Dann kommt sie so, ja, mach das Handy aus. Und ich so, ja. Und, oh mein Gott. Und, ja, ich habe dann hat sie gesehen, dass ich weine. Und dann hat sie halt so gefragt, ja, was ist los? Und ich so, ja, ich habe eine Gastfamilie. Und sie so, ist das jetzt gut oder schlecht? Und ich so, ja, gut, das sind Freudentränen. Und wir müssen halt immer so ein Spezialgericht machen vor dem Service. Also diese Woche war es halt Tartar. Und ich habe so das Tartar gemischt und so gezittert dabei. Und dann, ich habe es richtig verkackt. Also ich habe noch nie so ein schlechtes Tartar gegessen. Aber ja, das war die Story. Und es war wirklich, also man sagt ja immer, man bekommt die Gastfamilie, wenn man es nicht erwartet. Und irgendwie, ich habe es erwartet, weil ich habe wirklich jeden Tag auf meine Gastfamilie gewartet. Aber in dem Moment, weil ich ja davor, eine Viertelstunde vorher, hatte ich meine E-Mails gecheckt und da war nichts. Und dann hatte ich mir gedacht, ja, das war's für heute. Und, oh mein Gott, ich freue mich immer noch so. Okay, ja, also ich habe ja schon gesagt, ich komme nach Indiana. Und ja, das ist so eher im Norden, so bei Michigan, für die, die es nicht wissen. Vielleicht kann ich auch hier ein Bild einblenden. Und ja, ich habe eine Gastmutter, einen Gastvater und 2 Gastschwestern. Die eine Gastschwester ist 16, also sie ist gleich alt wie ich. Und die andere ist 18. Also sie wird dieses Jahr 19. Und ja, ich habe dann noch 2 Katzen dort. Ich weiß nicht, ob ich Katzenfreund bin. Also ich hatte nie eine Katze und auch nicht so viel Kontakt zu Katzenmenschen. Aber
ich mag eigentlich fast alle Tiere, deswegen wird schon gut gehen. Ja, also meine Highschool ist 3,5 Meilen von dem Haus entfernt und ich werde mit dem Schulbus fahren. Finde ich auch sehr toll. Und ja, dann gehen wir mal schauen. Sie haben, also Hobbys haben sie angegeben. Baseball, habe noch nie Baseball gespielt. Camping, was ich auch unbedingt, also ich habe in meiner Bewerbung geschrieben, dass ich Campen liebe. Und ich bin so froh, dass sie campen mögen. Oh mein Gott. Und dann noch Fischen, also ich war auch noch nie fischen. Und Football, also ja, Football. Hab noch nie keine Regeln von Football, aber ja. Und ja, was kann ich sonst noch dazu sagen? Ich habe mein eigenes Zimmer. Und ich bin so froh und ich werde ihn auch gleich schreiben. Ich zitter wieder. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich habe dann während dem Unterricht meine Mutter angerufen und habe es ihr erzählt und sie war auch bei der Arbeit. Ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Also ich bin so glücklich darüber. Und ich werde Ihnen jetzt gleich schreiben und ja, ich freue mich so. Okay, lassen wir das jetzt mal mit der Freude. Und ich habe ja im letzten Video gesagt, in meinem Abschlussbuchvideo, dass ich euch die Seiten von der Gastfamilie Highschool, Start und Stadt im Gastfamilienvideo einblende, aber weil ich bin gerade erst nach Hause gekommen und habe mich einfach hier hingesetzt und habe dieses Video gedreht und ich kann nicht mehr sprechen. Ja, ich werde es euch wahrscheinlich im nächsten Video einblenden, was ein Q&A sein wird, wie ich euch auch im letzten Video gesagt habe, aber ich werde jetzt wahrscheinlich dieses Video zuerst hochladen, weil es einfach so, ich weiß nicht, also ich habe es immer geliebt, Gastfamilienvideos zu schauen. Und ja, und das Q&A wird wahrscheinlich in Englisch sein, also damit ich meinen Vergleich von meinem Englisch jetzt und später habe. Und ja, okay, man sieht, dass ich mich sehr, sehr freue und ja, das war's jetzt. Ihr könnt mir gerne Fragen in die Kommentare schreiben für das Q&A. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Und wenn ihr sehen wollt, wie es mir in Indiana so geht, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen und mich auf YouTube abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!